Willkommen zu Helgi, dein Leben aus einer anderen Perspektive. Spirituelle Reisen in andere Dimensionen. Mein Name ist Justin Jarnoio und heute geht es um den Myori-Zustand, um Meditation. Ich benötige den Myori-Zustand, um überhaupt eine Helgi-Reise zu unternehmen. Was eine Helgi-Reise ist, habe ich hier in diesem Video bereits sehr schön erklärt. Heute geht es um die Meditation, um den Zustand, ich nenne diesen Myori-Zustand, um da hineinzukommen, oder mich auf den Weg zu machen, auf die Helgi-Reise. Es gibt ja unterschiedliche Meditationen, zum Beispiel die geführte Meditation, um einfach sich zu entspannen, um einfach vom Alltag herunterzukommen. Das wird sehr oft benutzt. Es gibt auch ganz viele YouTube-Videos oder Apps, wo man eine solche sehr schöne Meditation, geführte Meditation unternehmen kann. Hier geht es aber nicht darum. Bei dieser Meditation könnte man sagen, diese meditative Spiritualität, geht es einfach darum, dass man die eigenen Gedanken komplett unterdrücken kann oder muss. Das sind praktisch dieser Raum zwischen zwei Gedanken, der dazu führt, dass ich in diesem besonderen Zustand gelange, um etwas wahrzunehmen, um an der Helgi-Reise teilzunehmen. Wie komme ich ja in diesem Zustand? Und da muss ich sagen, gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Wege. Und wenn du das auch möchtest, übrigens, das kann natürlich theoretisch jeder, da musst du verschiedene Methoden probieren und dann irgendwann deine eigene finden. Zum Beispiel gibt es ja die Methode, man sitzt in einem Raum, der zwei Türen hat, eine vorne, eine hinten, und wenn ich versuche in diesem Raum gedankenlos zu sein, und wenn ein Gedanke kommt, und das kennt jeder, sobald man die Augen zumacht, kommen ja tausende von Gedanken aus dem privaten Leben, geschäftlichem Leben, Probleme, die man hat, alles Mögliche. Und wenn ein Gedanke kommt in diesem Raum, den man sich vorstellt, dann lässt man entsprechend lädt ein, den Gedanken hineinzukommen, dann aber lädt man natürlich den Gedanken nicht zum Kaffee und Kuchen ein, sondern man lässt ihn vorbeigehen durch die andere Tür, die geöffnet ist. So dass man irgendwann den Zustand erreicht, dass möglichst niemand mehr hineinkommt. Es gibt eine andere Methode, die Straßenmethode. Das heißt also, man ist auf ein Highway, auf eine Autobahnstraße, und da kommen ganz, ganz viele Autos entgegen, und das sind eben die Gedanken, die einem einprasseln. Und die erste Sache, die man probiert, ist eben von der Straße wegzukommen, neben der Straße, so dass man die Autos, also die Gedanken, vorbeifließen lässt. Die nächste Stufe ist, sich wegzudrehen von der Straße, sodass man die Gedanken gar nicht mehr sieht, und dann so weit umdrehen, dass man komplett aus dem Blickwinkel verschwindet. Und die nächste Stufe ist, das so weit abzuschalten, dass man auch nicht mehr diese Geräusche der Straße probiert. Diese zwei Methoden habe ich probiert. Bei mir hat es leider nicht funktioniert. Ich habe zwei andere Methoden bei mir als erfolgreich festgestellt. Die eine nenne ich die Ozeanmethode. Das heißt also, ich stelle mir vor, da ist ein Ozean, und das ist ein ganz schlimmer Sturm, und während des Sturms und die Wellen hin und her schlagen, kommen immer wieder so kleine Tröpfchen raus, und diese Tröpfchen sind entsprechend diese Gedanken, die ich natürlich auch habe, die auf mich einprasseln, und ich versuche eben diesen Ozean zu beruhigen, sodass eben keine Tropfen mehr hochkommen, denn mein Ziel ist ja, dass keine Gedanken erst überhaupt sich bilden. Und dann, wenn das Ozean richtig, richtig schön glatt ist, versuche ich in diesen Myori-Zustand hineinzukommen. Das setzt aber voraus, dass ich nichts mehr tue. Der erste Zustand ist ein Tun-Zustand, das heißt also, ich versuche etwas, ich versuche den Ozean zu beruhigen, das versuche ich meine Gedanken, meinen Willen, und dann, nachdem diese Arbeit getan ist,
dann hört mein Tun auf. Das heißt also, ich tue da nichts mehr, sondern ich schwebe einfach in diesem Miyori-Zustand und dann öffnet sich ein Fenster und ich kann die verschiedensten Sachen wahrnehmen. Was ich wahrnehme, da kommen wir in einem anderen Video dazu. Das wirst du dann entsprechend auch hier oben eingeblendet sehen. Das ist die erste Methode, die Ozeanmethode. Die zweite Methode nenne ich die Scheibenwischermethode. Ich stelle mir vor, ich sitze in einem Auto und auf der Scheibe des Autos, auf die Frontscheibe, kommen dann immer wieder sozusagen Filme. Da sind ja diese Gedanken, die ich dann habe, die sind auch als Film, Probleme, Familie, Freunde, Verwandte, Beruf, was auch immer. Und da spielt sich das auf. Und ich stelle mir vor, ich klicke jetzt eben auf den Scheibenwischer. Der Scheibenwischer wischt diese Gedanken weg, bis die entsprechend alle weg sind. Wenn alle Gedanken, alle Sachen weg sind, dann habe ich ja den Durchblick und kann dann in diesen Miyori-Zustand hineingleiten. Immer wieder, auch wenn ich in diesem Miyori-Zustand bin, dann kommen ja immer wieder mal zwischendurch mal der ein oder andere Gedanke und dann stelle ich mir vor bei der Ozeanmethode, dass ich nochmal alles beruhige und dann mache ich weiter mit dem Miyori-Zustand oder ich klicke kurz auf die Scheibenwischer, wisch, wisch, meine Gedanken gehen weg und ich kann weitermachen. Wichtig ist natürlich, während dieses Zustand der tiefsten Meditation einfach zu unterscheiden zwischen den Wahrnehmungen, die ich habe über dich, denn es geht hier um die Heilki-Reise mit dir gemeinsam. Das heißt also, während einer Reiki-Sitzung versuche ich diesen Zustand zu erreichen. Dann nehme ich ja verschiedene Sachen wahr aus deiner Zukunft, aus deiner Gegenwart und aus deiner Vergangenheit. Und während ich diese Wahrnehmung habe, ist natürlich wichtig zu unterscheiden, wenn ein Gedanke von mir dazwischen reinplöppt, den sofort wegzumachen und dann wieder einzutauchen in diese Miyori-Zustand. Also das ist eben halt die Schwierigkeit. Das heißt, rein theoretisch oder auch praktisch, theoretisch kann wirklich jeder von uns diesen Zustand erreichen, wo man verschiedene hellseherische Wahrnehmungen bekommt. Aber die Schwierigkeit ist eben, da reinzukommen. Es gibt natürlich für diesen Begriff ganz viele unterschiedliche Namen. Ja? Nur wenn jemand anders davon berichtet, ich kann mich ja nicht so in seine Lage versetzen, weil manchmal fragen manche, wieso heißt das der Miyori-Zustand? Ja, das ist ein ganz komischer Name, ja. Aber das liegt einfach daran, dass das, was andere wahrnehmen, entsprechend anders ist. Die kommen in eine solche tiefen, meditativen Entspannung ganz anders hinein. Die haben andere Werkzeuge, dahin zu kommen und erleben noch andere Sachen, die ich nicht unbedingt nachvollziehen kann, weil ich bin ja nicht diese andere Person. Deswegen habe ich überlegt, wenn ich diese gleichen Begriffe nenne, die ich im Grunde genommen gar nicht so empfinden kann, wäre es im Grunde genommen falsch. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, okay, dann nenne ich etwas, was ich selbst empfinde, dieser Miyori-Zustand, wo ich praktisch alle meine Gedanken zur Seite schiebe, wegwische und dann sehe ich nichts. Das heißt also, ich habe einen Zustand, wo einfach nichts da ist, die totale Ruhe, totale Entspannung. Und in diesem Zustand beginnt dann eine gewisse Zeit, ist immer unterschiedlich, kann nach ein paar Minuten sein, kann nach mehreren Minuten sein, da habe ich ja nicht so einen Einfluss drauf. Und da beginne ich ja Sachen wahrzunehmen, die mit dir zusammenhängen, wenn du jetzt hier in der Behandlung bist. Und dann kann ich entsprechend kommunizieren mit diesen Wahrnehmungen, die ich dort sehe. Ich sehe Szenen wie in einem Film und kann dir dann natürlich anschließend, nachdem das zu Ende ist, dir davon berichten, was ich aus deinem Leben gesehen habe. Und das ist eben halt die Art und Weise, wie ich in diesen Zustand komme. Und dann beginnen erst die Wahrnehmungen, die entsprechend unterschiedlich lang sind. Und auf meine Seite heilki.de stelle ich vor, welche Zustände ich erreichen kann, wie ich was sehe, was eine Heilki-Reise ist. Und dann kommen demnächst noch mehr Videos, wie eine solche Wahrnehmung aussieht. Was genau sehe ich da? Was passiert da ganz genau? Das werde ich ja in kommenden Videos
Beschreibung. Wenn du es mal versuchen möchtest, dann benutze eine der üblichen Meditationen. Das heißt, also, du kannst gerne erstmal eine geführte Meditation benutzen, damit du erstmal verstehst, was eine Meditation überhaupt ist. Und dann kannst du Stück für Stück entsprechend die nächste Stufe erklimmen, bis du entsprechend gar keine geführte Meditation mehr brauchst, sondern selber dich in diesen Vorzustand hineinbringst, wo du wirklich beginnst, keine Gedanken mehr zu haben. Und dann kommst du in den Zustand, ich nenne den Myori, du kannst den anders nennen, dann kommst du in diesen Zustand, wo du bestimmte hellseherische Wahrnehmungen aufnimmst. Wenn du auch in der Lage bist, das zu tun, schreib mich hier unten, wenn du magst, in den Kommentaren. Ich freue mich dann über deine Erfahrungen. Bis demnächst. Tschüss.